Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Vielen Dank für eure vielen positiven Kommentare zur letzten Frage- und Antwortfolge. Schön, dass dieses Format bei euch so gut ankommt. Schickt uns gern weiterhin eure Fragen, Anregungen und Kritik. Gern auch dazu die Bilder und Videos eurer Fellnasen, wenn ihr sie einmal in einer Folge von uns sehen wollt. Und zum Schluss gibt es dann wieder, wie immer, unser Rätsel für euch. Und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Und nun geht es weiter im zweiten Teil unserer Fragen und Antworten von euch für euch. Eva Maria möchte wissen, was ihr Kater da manchmal für komische Geräusche macht. Mix aus Husten und Würgen, schreibt sie. Es kommt aber nie ein Fellball heraus. Wie sieht so etwas aus und warum kommt trotz Katzengraskonsum bei meinem Kater nie etwas heraus? Liebe Eva Maria, das ist ganz normal. Durch die Fellpflege nehmen die kleinen Racker täglich Tausende von Haaren über ihren eingebauten Kamm auf der Zunge aus dem eigenen Fellkleid auf. Diese werden dann abgeschluckt und gelangen in den Magen. Normalerweise werden diese, sofern nicht vollständig verdaut, dann quasi als Ballaststoff mit ausgeschieden. Werden infolge intensiven Putzens, was häufiger bei Stubentigern der Fall ist, viele Haare aufgenommen, so wandern die nicht normal durch den Katzenauspuff, sondern sammeln sich an. Damit die Samtpfote keinen Darmverschluss bekommt, muss der Haarball da wieder raus, wo er reinkam, durch das Mäulchen. Das Katzengras wird als Brechhilfe aufgenommen. In modernen Futtersorten oder in Malzpaste sind Zusätze enthalten, die die Verdauung der aufgenommenen Haare unterstützen. Das würde erklären, warum dein Kater keinen Haarballen hochwürgen konnte. Den Drang, Gras zu fressen, verspüren die Fellnasen dennoch. Ich vergleiche das mit uns Menschen. Wenn wir Magendruck und Völlegefühl haben, dann greifen wir auch gern einmal zu altbekannten Mitteln wie Renny. Tommy Tom fragt, muss man wirklich mit der Katze zum Tierarzt? Unsere Schildpatt-Dame ist jetzt 18 oder 19 Jahre alt und hat noch nie einen Arzt gesehen, außer zu ihrer Sterilisation. Also zur Kastration, zu den Standardimpfungen sollte Katzi zum Tierarzt. Die Empfehlung ist, einmal im Jahr den Veterinär aufzusuchen, damit auch versteckte Leiden erkannt werden. Katzen können Schmerzen und Beschwerden ganz hervorragend verbergen. Beim Tierarzt kann geholfen werden, noch bevor sich etwas verschlimmert und eine Linderung oder Heilung nicht mehr möglich ist. Unsere Empfehlung ganz klar, regelmäßig durchchecken lassen, damit Katzi ein beschwerdefreies und glückliches Katzenleben leben kann. Eva Maria hat noch eine Frage. Wie unterscheiden sich Spielen und Raufen von ernsten Kämpfen? Wenn du mal in der Natur oder auf der Straße Revierkämpfe unter Katern beobachtet hast, dann erkennst du, dass sie es ernst meinen. Sie drohen einander, indem sie sich die Seiten zuwenden, einen Buckel machen und die Ohren anlegen. Sie wirken bedeutend bedrohlicher. Auch die Geräuschkulisse ist deutlich anders als bei kumpelhaften Spielereien. Die Kater erreichen eine beachtliche Lautstärke, die an das Kreischen eines Kleinkindes erinnert, wenn sie sich gegenüberstehen und verbal bedrohen. Wenn die Drohungen nicht mehr ausreichen, kommt es zum Kampf. Dabei springen sich die Kater regelrecht an und versuchen sich gegenseitig zu fassen zu bekommen, sowohl mit den Krallen als auch mit den Fangzähnen. Oft trudeln die ineinander verbissenen Kater wild herum, dabei fliegen schon mal büschelweise Haare und nicht nur das. Es kann auch zu blutigen und ernsteren Verletzungen kommen. Abgerissene Ohren, erblindete Augen, verlorene Schwanzspitzen und so weiter. Einen echten Katzenkampf wirst du mit Sicherheit erkennen. Elfriede Knorr fragt, was ist kolloidales Silberwasser? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Katzen lieber Wasser mögen, das etwas abgestanden ist. Vielen Dank für deinen Kommentar, Elfriede Knorr. Kolloidales Silberwasser ist mit geringsten Mengen Silber angereichertes Wasser. Es wirkt antibakteriell und wird, wenn die Schnüffelschnuten die Wahl haben, dem normalen Wasser vorgezogen. Ein paar Tropfen in das Wasserbehältnis oder den Brunnen von Katzi und das Wasser bleibt doppelt so lange frisch und es bildet sich nicht so schnell der typische Film. Gewechselt werden muss es dennoch regelmäßig. Das gibt's auf Amazon und ist völlig unbedenklich. Einen Link habe ich in die Beschreibung eingepflegt. Und wieder Eva Maria. Welche Kriterien sind bei der Anschaffung einer Zweitkatze wichtig? Ich habe gelesen, Katzen spielen lieber mit Spielzeug und Kater raufen und spielen lieber mit anderen.
Wäre dann ein zweiter Kater die bessere Wahl? In Folge 32 Vergesellschaftung von Katzen haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, welche Katzen sich vertragen. Dies kann man im Vorfeld nie mit Bestimmtheit sagen, aber gleiche Charaktere und ein ähnliches Alter sorgen für harmonische Vorzeichen. Mutet eurer älteren Katzendame keinen ungestümen jungen Kater mit starkem Spieldrang zu, wenn eure Rentnerin lieber in Ruhe auf der sonnigen Fensterbank dösen möchte. Zwei dominante Raufbolde zu dicken Freunden zu machen, wird ebenfalls schwierig werden. Man sollte eher auf die Charakterzüge seines bisherigen Stubentigers achten und einen Kumpel mit ähnlichen Neigungen aussuchen. Dass Katzen lieber mit Spielzeug spielen, als mit einer anderen Katze sozial zu interagieren, ist lediglich ein Gerücht. Auf keinen Fall eine Vergesellschaftung erzwingen, aber auf jeden Fall ausprobieren, damit diese sozialen Wesen nicht einsam verkümmern. Ein für uns sehr effektives Hilfsmittel in diesem Zusammenhang ist Feliway Friends. In der Beschreibung ist es für euch noch einmal verlinkt. Mit einer letzten Frage von Eva Maria schließen wir den zweiten Teil der Fragen und Antworten ab. Sie schreibt, ich bastle sehr viel. Häuschen, Catwalk, Spielzeug etc. für meinen Kater. Ich achte dabei auf naturbelassene Materialien, soweit es möglich ist. Gibt es Stoffe, die keinesfalls verwendet werden sollten, in Klammern Klebstoff oder Styropor? Mit Klebstoffen und Styropor hast du schon mal ins Schwarze getroffen. Pappe ist im Grunde genommen genauso gefährlich, sollte dein Kater diese fressen. Pappe wird aus verschiedenen Schichten aufgebaut und diese werden zusammengeleimt. Der Leim kann die Katzenleber schädigen. Also bitte immer unbedingt aufpassen, ob nicht eventuell kleine Pappstücken in der Katze verschwinden. Falls das einmal passiert, so scheut bitte nicht den Gang zum Tierarzt. Und das war es auch schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen oder Tipps zu den Fragen von heute habt, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja den Pilz. Ihr habt ja wie aus der Pistole geschossen richtig mitgerätselt. Sehr gut. Dann werdet ihr bestimmt auch das heutige Rätsel knacken. So fang den widrigen Gesell, bevor er plagt. Ich kann nicht, denn er tat gar schnell, was uns sein Name sagt. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.